Oh, hallo, heute bin ich wieder am Lech, am Forgensee. Jetzt kann ich endlich den großen See machen. Das letzte Jahr war ja kein Wasser drin, da ist die Staumauer repariert worden. Und jetzt steige ich sozusagen am Nebensee ein, am Illersbergsee. Fahre ich zuerst mal gleich in den großen See rein und ob ich dann den Illersbergsee noch, den kleinen da umrunde, also ausfahre, schauen wir mal, wie ich am Abend drauf bin. Ja, genau, diesmal habe ich wieder mal das Steuer montiert. Schauen wir mal, wie ich damit so zurechtkomme. So, gut reinkommen ins Boot und da ist dann gleichzeitig die Schwaneskorte gestartet. Oh, das da vorne ist die Burg von Füssen. Oh, das ist Verbindung von Illersbergsee in Forgensee. So, da in der Ferne, da sieht man schon den ersten Blick auf Schloss Neuschwanstein. Dann kommt Ludwig II., wie bekannt ist, und gleich daneben Altschwanstein. Das ist dann gleich eine kleine Bucht, aber die fahren wir jetzt nicht aus und sehen jetzt da vorne auf das Eck da. Da ist schon ein kleines Wäldchen gepflanzt, um den Wind zu brechen. Da schau mal her, du. Da wirkt schon das neue Gesetz. Nicht bis zum Ufer bewirtschaftet, da ist ein kleiner Streifen. Das ging aber schnell. Jetzt wieder eine Bucht, aber die fahren wir jetzt aus und fahren dann Richtung Staumauer. Ich habe hier leider nicht an der Staumauer starten können, weil da schon weit vorher der Weg gesperrt, weil scheinbar am Damm immer noch gearbeitet wird. Wir sind wohl mit den Reparaturmaßnahmen noch nicht ganz fertig. Sind ein paar Angler von der Müdigkeit übermannt worden. Und jetzt schon weit nach 9 Uhr sowas. Und jetzt geht es dann da hinten in den Schlauch Richtung Staumauer. Hey, heute falle ich nicht drunter. Ich fahre schon wie eine Maschine. Vorhin ist Betrieb auf der Autobahn. Lauter Ruderer. So, jetzt bin ich am Anfang vom Schlauch, der jetzt hinter zur Staumauer geht.
Ja, so voll am Paddeln, hätte ich beinahe das Hindernis da übersehen. Das ist auch wieder eine schöne Bucht. Da fahren wir mal rein. Und da hinten, da gehen wir dann eine kleine Wurststummel essen. Gestärkt mit der Schnitzelsemmel und weiter geht's. Okay, scheinbar darf man mit Elektromotor hier reinfahren. Hier hat es eine richtig große Bucht. Da fahren wir natürlich hinter. Aus diversen Gründen war ich jetzt mal kurz an Land. Und hier ist ganz was Besonderes. Hier hat es ein Naturufer. Das scheint mir ganz was Seltenes. Nur wenn man sieht, wie ein natürliches Ufer ausschaut. Also ein See, der im Winter abgelassen ist. Und das ist jetzt ein ganz natürliches Ufer. Falls so jemand das nicht gesehen hat. Wenn einer aus der Stadt kommt, ist das scheinbar eine Sensation. Ich bin genau unter der Brücke. Ja, ein richtig großes Teil. Oh, hier ist Endstation. Da liegen jetzt Bäume quer. Aber es sieht eigentlich so aus, als müsste es noch weitergehen, aber es wird kaum rentieren, ist da irgendwie drüber zu kraxeln. Was mir wohl auch nicht gelingen würde, ohne ordentlich nass zu werden. Das lassen wir bleiben. Ah, die Brücke schaut schon fast so aus wie in Italien, so manche Brücke. Schnell weg, bevor sie zusammenbricht. Schade. Wir haben Samstag
Aber irgendwie schaut nicht so aus, wie es hat das Teil hier geöffnet. Dass ich einen Zettel da nicht lesen kann, den weißen. Schade. Also ich weiß nicht, ich habe mir die Pearl, die Black Pearl irgendwie immer etwas größer vorgestellt. Aber na gut. Hier ist ein Hafen nach dem anderen. Ja, und hinter mir auch ein Hafen. Aber irgendwo gibt es einen Cappuccino zum Verzweifeln. Ja, vorher hatten wir mal eine Wildrose und hier haben wir eine genetisch aufgemotzte Rose. Das ist ja gleich ein ganz anderer Anblick. Oh, da versteckt sich ein Kollege um die Ecke. Auch eine Sea Wave. Und jetzt auch wieder eine schöne Bucht. Und in die muss ich. Nee, aber in die fahre ich jetzt rein in die Bucht. Das muss sein. Ups, Hilfe. Das war echt zu schnell. Jetzt muss man schauen, ob ich nicht zu viel verwackelt habe. Schaut plötzlich die Linie. Mhm. Aber für Fische ist gar nicht gut, wenn es Gülle ist. Ja, So, gut, das ist hier nicht sind wir jetzt am Ende von der Bucht. Da geht es dann nicht mehr weiter. Und das drehe ich dann wieder um und dann geht es weiter Richtung Füssen. Wir sind aber auch viel gefahren. Ja. Wenn man dann eine Nummer hat, irgendwie 1600 und es gibt dann noch welche, die höhere Nummern haben, Ja. also weiß man auch, wie viele Boote da dabei sind. Okay, muss ich mal merken. Pfingsten Bogalonga, das Bogalonga, da. Venedig Bogalonga. Ja. Aber ich glaube, dass die vielleicht machen so eine Art vor einer Hochzeit, dass sie irgendwie Das könnte so sein. eine Frauenfeier, Ja. bevor die Frau verheiratet wird. Oder Das ist möglich. Sind wir echt nur lauter Frauen.
Das gibt Mal vorbeifahren, anschauen. so, das war ein Junggesellenabschied und da haben wir ein Bierchen bekommen. So, jetzt haben wir einen Ausballer bekommen. Die müssen sich vom Polizeiboot retten lassen. Darf ich von uns ein Bild machen? So, jawohl, das schaut gut aus. Ich glaube, da gibt es ein Cappuccino. Ein Fenster ist gekippt. Ich glaube, das hat geöffnet. So, mein Cappuccino bekommen, frisch gestärkt und auf geht's. Hier ist lauter so kleine Inselchen drin. Da drüben auch. Hoffentlich wird das da vorne keine Sackgasse. Bin hier mal gespannt. Ein bisschen Glück kommen wir dadurch wieder in den See rein, in den großen. Hier kommen wir vor wie ein kleiner Amazonas. Da scheint ein Bach reinzugehen. Da fahren wir es doch ein bisschen hoch. Ja, das wäre hier ein super Gebiet für Wasservögel. Aber dadurch, dass er im Winterhalbjahr leer ist und erst ziemlich spät wieder eingelassen wird, erst zu Pfingsten wieder volle Wasserkapazität, ist hier halt einfach nichts. Also gut, sonst könnte ich ja gar nicht hier fahren. Hervorragend, dass er ausgelassen wird. So, und hier ist das Ende und hier kann man offiziell sein Boot ins Wasser lassen, also eine offizielle Bootseinlassstelle. Der Stichkanal hier rein. Ja, und hurra, ich habe es geschafft, meinen Ozeandampfer zu wenden in dem schmalen Stück. Jetzt muss ich mir ganz zurück. Hier hat es einen Durchstich. Das ist das Teil, wo ich nicht rein darf. Da handelt es sich um einen Privathafen. Bloß für die großen Luxusjachten.
So, hier geht es hier in eine Bucht rein. Da schauen wir natürlich auch rein. Eine schöne Insel da drin, die können wir dabei gleich umrunden. Allzu groß ist die Bucht nicht. Hier ist die Insel. Und das ist da hinten schon Ende. Gehen wir die Bucht umrunden und wieder raus. Das ist ein heißes Boot. Das muss ich mir mal genauer angucken. Vor allem das Ding hier ist viel größer als gedacht. Das geht noch gut dahinter. Aber jetzt muss ich erstmal noch das Boot da angucken. Das ist wirklich viel größer. Wahrscheinlich hier um Zufluss zu handeln. Bin mal gespannt, wie weit das reingeht. Dann habe ich auch schon leichte Gegenströmung. Und hier ist es richtig urwaldlich. Schauen wir mal, wie lange das geht. Diese Schmalstelle hier überwunden. Ich glaube, es hat ein bisschen freie Fahrt wieder. So, hier ist Ende. Hier hat es ein Baumhindernis. Da geht nichts mehr. Da müsste echt mal jemand aufräumen. Okay, und wieder umdrehen und weiter Richtung Füssen. Wieder draußen und kaum waren wir mal kurz im Dschungel, hat der Wind ganz schön aufgefrischt. Hier das berühmte König Ludwig Festspielhaus. Also nur gerade keine Ahnung, ob da momentan was stattfindet, weil es halt doch nicht so ein Selbstläufer war wie gedacht. Die haben immer etwas finanzielle Schwierigkeiten. Keine Ahnung, ob da was los ist. Hier garantiert auch wieder einen guten Cappuccino, aber jetzt schon wieder ein, wäre es doch etwas frei hintereinander. Nee, noch nicht. So, da voraus ist wieder eine schöne Insel. Schauen wir mal, ob wir uns da rechts vorbeizwängen können. So, da bin ich reingefahren und jetzt geht es hier wieder ewig zurück. Aber das spare ich mir jetzt. Es wird wahrscheinlich eh nur bis zum Schauspielhaus gehen und dann wird der Schluss sein. Nehme ich mal an. So, hier geht es wieder in den Lech rein, sozusagen das Ende vom See. Schauen wir mal, ob uns gelingt, ob es mir gelingt, die nächste Staustufe zu erreichen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall von den Wellen her sehr interessant. Der Lech kommt entgegen und die Wellen drücken rein. Die Eingangsbrandung sozusagen vom Lech überwunden. Und jetzt gehen wir halt an der Innenkurve mal hochschleichen. Ja. Kaum ist man aus dem See draußen, ist ein bisschen Leben in der Bude. Ein richtig schönes Vogelkonzert. Vorher war es erschreckend ruhig eigentlich, kann man sagen. Jetzt ist man richtig gut. Schatten von den Bäumen. Allmählich brennt der Planet doch ganz schön heftig runter. So, hurra, geschafft. Am oberen Ende angekommen. Näher fahre ich nicht dran. Da haust doch ganz schön viel Wasser runter über die Wehrkante. Mit einem Haufen Treibholz. Okay, und jetzt ab zurück. So, das wird etwa so Realentfernung sein. Okay, ab zurück. Oh, jetzt sind wir wieder kurz vor der Mündung in den Forgensee. Und jetzt hat hier rechts so ein kleines Kanälchen rein. Da fahren wir rein und dann gehen wir ein bisschen Pause machen, was essen, dass wir fit sind für den Weg zurück. Weil
der Weg, der geht genau gegen den Wind. Das wird ein gutes Stück Arbeit. So eine Gemeinheit. Jetzt werde ich von der Brücke ausgesperrt, von dem Teil da hinten. Wenn ich so schrecklich faul werde zum Aussteigen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass man nicht rein kann. Aber trotzdem, Aussperrung. Gleich neben der Brücke hat es ein schönes Landeteil. Gehen wir dann mal ein bisschen spazieren, die Beine vertreten. Also manchmal wäre eine Drohne echt nicht schlecht. Dann würde man jetzt wenigstens was von dem See da hinten sehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kanal zum See führt oder ob es eine Sackgasse ist. Okay, ich habe es befürchtet, mit der Finne hinten dran zu flach. Wie man die Kamera sieht, aber hier hat es ein richtiges Treibholzfloß. Okay, doch, ich glaube, man sieht es ganz gut. Da ist auch eine Insel drin. Sogar zwei. Da hinten ist noch eine Insel. Da oben sehe ich den nächsten Cappuccino. Hurra! So, wir frisch Cappuccino gedopt. Jetzt sind wir fit für den Rest. Ganz witzig. Hier sammelt sich voll das Treibholz. So, jetzt hat sie noch voll die Riesenbucht. Und irgendwo da hinten ist mein Ziel. Aber ich gebe es mir. Ich fahre die Bucht aus. Okay, die Bucht geht doch ein bisschen abkürzen. Jetzt ziele ich mal da auf die Spitze von dieser Insel da. Und jetzt mal diese Halbinsel, da die Bucht, die sparen uns jetzt auch. Irgendwann geht halt doch die Zeit nach hinten sonst aus. Sagen wir mal so rüber. Genau, dann nehme ich jetzt Anlauf und fahre direkt ins Boot rein.
Ja, eine ganz tolle Konstruktion. So, bevor es ganz dunkel wird, nochmal die Gebirgskette. Das wäre eine Punktlandung in Illersee, ja, Bumstingsee. Irgendwo da vorne ist der Eingang zum Illersbergsee. Entweder da oder da. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Ich glaube, es war der linke. So, wieder gelandet am Ausgangspunkt. War eine sehr schöne Tour, aber ganz schön spät geworden.